Datenverlust ist wohl mit das Schlimmste, was man sich im digitalen Umfeld vorstellen kann. Ein technischer Defekt und alle Dokumente, Bilder, Videos, was auch immer man sich an Daten vorstellen kann, sind futsch und die ganze Arbeit, die da drin steckt, natürlich auch. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn ein Defekt das Endgerät, den PC oder das Laptop natürlich unbrauchbar macht und man nun auch noch Ersatz besorgen muss und das ganze System wieder neu aufsetzen muss. Wohl dem, der jetzt ein Sicherungskonzept hat und über entsprechende Backups sein System, aber auch die verlorenen Daten wiederherstellen kann. Wie ich das für unser Heimnetz organisiert habe und was die 3-2-1-Regel dabei eine Rolle spielt, das ist Teil dieses Videos. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Nach dem Intro, dann machen wir weiter. Ja, willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie schnell kann das gehen? Ne? Das Smartphone mit allen Bildern, Videos der letzten Urlaube, Familienfeiern, also alles, was von euch oder für euch von ideellem Wert ist verloren gegangen, gestohlen worden oder aber durch einen technischen Defekt nicht mehr zugriffsfähig, heißt also auf die Daten kann nicht mehr zugegriffen werden. Ja, im Grunde reden wir gerade hier über einen Super-GAU, ne? Also die Speicherkapazität der Geräte wird ja immer größer und damit natürlich auch der potenzielle Schaden, der entstehen kann, weil der Zeitrahmen für den Datenverlust, den ich ja habe, viel größer wird. Ne? Wenn ich früher vielleicht nur, weiß ich nicht, die 200 Bilder vom letzten Urlaub verloren habe, dann habe ich unter Umständen heute mit einem aktuellen Gerät schon, weiß ich nicht, vielleicht die letzten 2 bis 3 Jahre oder noch mehr an Zeitraum, wo meine Daten verloren gegangen sind, wenn ich nicht entsprechend gesichert habe. Ja, Ähnliches gilt natürlich auch für euren Laptop oder PC. Ein Hardware-Defekt, ein Virus oder einfach nur ganz trivial der Kaffee, den ihr leider Gottes über das Gerät vergossen habt, führt dazu, dass das Gerät teilweise oder vielleicht auch im schlimmsten Fall komplett unbrauchbar geworden ist. Und dann kommt zum Datenverlust natürlich auch noch ein Systemverlust hinzu. Das heißt, ihr müsst reparieren, ihr müsst eventuell auch Ersatz beschaffen, um dann am Ende des Tages euer Betriebssystem und all eure Softwarepakete natürlich auch wieder neu aufsetzen zu können, beziehungsweise neu installieren zu können. So, und da wohl dem, wie ich das gerade schon mal sagte, der jetzt ein Sicherungskonzept hat und damit seine Systemdaten sowie aber auch seine normalen Daten wiederherstellen kann. Für alle anderen gilt der alte IT-Spruch, so leid es mir tut, kein Backup, kein Mitleid. Das ist so. Aber kommen wir erstmal zu zwei vielleicht oder zu ganz grundlegenden Themen. Was häufig mal so durcheinander gerät, ist das ganze Thema Datensicherheit und Datensicherung. Die Begrifflichkeiten hören sich schon mal relativ ähnlich an, sind aber beileibe nicht das Gleiche. Wenn wir hier einfach mal mit dem Thema Datensicherheit anfangen und schauen uns mal die Definition zur Datensicherheit an, dann ist das der Schutz digitaler Informationen vor unbefugtem Zugriff, Nutzung, Offenlegung, Veränderung, Zerstörung oder Verlust. Verlust, da kommen wir gleich noch drauf, da sind wir dann schon wieder beim Backup, aber das hier ist erstmal so die Grunddefinition. Sie umfasst sowohl technische, und das ist auch wichtig, als auch organisatorische Maßnahmen, um die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Daten zu gewährleisten. Das heißt, Datensicherheit ist wesentlich mehr als einfach nur eine Datensicherung. Und zur Datensicherung kommen wir nämlich jetzt. Und die Datensicherung definiert sich wie folgt. Also Datensicherung ist auch Backup genannt. Und das ist der Prozess der Erstellung von Kopien, Sicherheitskopien von Daten, um diese im Falle eines Datenverlustes wiederherstellen zu können. Die Datensicherung ist ein wichtiger Bestandteil der Datensicherheit, das ist da nämlich dann der Unterschied, und dient dem Schutz vor Datenverlust durch Hardware-Schäden, Softwarefehler, Viren, versehentliches Löschen oder andere Gründe. Der Kaffee zum Beispiel. So, und jetzt habe ich euch hier einfach mal eine Übersicht unseres Heimnetzes eingeblendet. Auf die einzelnen Details gehen wir später noch detaillierter ein. Aber um erstmal überhaupt eine Übersicht zu kriegen, worüber reden wir denn hier eigentlich? Ne? Also was man hier sehr schön sieht, wir haben unsere Endgeräte, das können Smartphones sein, das kann ein Tablet sein. Wir haben natürlich auch Windows-PCs und Laptops. Da steht jetzt Windows, das kann natürlich genauso gut ein iOS-Gerät sein. Wir haben aber hier jetzt in unserem Umfeld eigentlich
keine iOS-Geräte. Von daher habe ich nur das aufgeführt, was wir hier auch haben. Wir sehen da drin, dass wir virtuelle Server haben. Das sind die VDSMs. Was da sich genau hinter verbirgt, das erkläre ich dann später auch nochmal. Wir haben ein Proxmox-Umfeld, wo wir selbst gehostete Applikationen zur Verfügung stellen. Und wir haben hier unser Produktiv-NAS, also in dem Fall eine Synology. Und dann gibt's noch ein Backup-NAS, auch eine Synology. Und dann gibt's noch die Cloud, wo wir dann auch noch Daten hin verschieben können. Ja, das war dann erstmal so die Übersicht und jetzt kommen wir natürlich zu der 3-2-1-Regel und diese 3-2-1-Regel ist die Backup-Regel und das ist eine einfache, aber effektive Methode, um Daten vor Datenverlust entsprechend zu schützen. Sie besagt nämlich, dass mindestens 3 Kopien der Daten erstellt werden sollen und davon 2 auf verschiedenen Speichermedien und eine Kopie an einem externen Standort, zum Beispiel einem Cloud-Speicher, entsprechend aufbewahrt werden sollte. So, jetzt springen wir hier nochmal zurück auf unser Übersichtsbild und gucken uns einfach mal an, wie ist denn bei uns die 3-2-1-Regel eigentlich aufgesetzt, in Anführungszeichen. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal, fangen wir mit der 3 einfach mal an, überall da, wo man die 3 sieht, man sieht das zum Beispiel an den Endgeräten, ne? Also beim Tablet oder beim Smartphone oder aber auch bei den virtuellen Servern und bei Proxmox und bei den entsprechenden Endgeräten, Laptop und Windows-PC. Da haben wir also üblicherweise die Daten, die dort drauf sind, ist das schon mal mit der 3 die erste Kopie. Dann haben wir das produktive NAS. Da habe ich dann auch eine 3 stehen, weil da sichere ich die Daten hin. Also habe ich dort eigentlich dann auch schon eine Kopie liegen. Bin ich schon bei der zweiten Kopie. Dann habe ich das Backup-NAS. Auch da steht eine 3. Das wäre dann quasi schon die dritte Kopie. Und wir haben noch ein on top drauf. In der Cloud haben wir auch eine 3 stehen. Da könnten dann auch Daten hingespeichert werden. Wir haben jetzt keine Vierfachkopien. Warum das so ist, komme ich gleich nochmal drauf, weil wir unterschiedliche Szenarien haben und in der Cloud nicht alles das speichern, was wir auf dem NAS oder beziehungsweise auf dem Backup-Server speichern. Deswegen haben wir quasi ja mehr oder weniger eine Aufteilung der quasi der dritten Kopie einmal auf das NAS, auf den Backup oder aber in die Cloud. Aber wie gesagt, gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. So, dann gehen wir weiter. 2 Kopien an 2 unterschiedlichen Orten. Da habe ich einmal das NAS, wo ich natürlich eine Kopie habe. Na, deswegen steht da auch die 2. Und ich habe die zweite Kopie auf dem Backup-Server stehen. Der Backup-Server steht auch bei uns im Haus nicht an der gleichen Stelle wie der Produktivserver, sondern der steht in einer anderen Etage, in einem anderen Raum. Das heißt, die sind auch rein räumlich hier nochmal voneinander getrennt. So, und wenn wir uns auf die Cloud dann anschauen, da finden wir dann auch die 1. Das ist dann nämlich die 1er-Regel, dass dann gesagt wird, ich habe auch extern irgendwo noch etwas stehen, eine Cloud oder das kann auch ein separater Server oder was auch immer sein. Der sollte aber nicht am gleichen Standort sein. Die habe ich dann entsprechend auch und dort liegt dann halt quasi die dritte Kopie. So, und dann kommen wir schon zu dem ersten Thema, nämlich der Datensynchronisierung, Sicherung, zum Beispiel unserer PCs und auch vom Laptop. Das heißt, das, was wir hier nutzen, ist, dass wir eine Funktionalität unseres Netzwerkspeichers nutzen und alles das, was ich hier jetzt sage, gilt für Synology, weil ich hier einfach die entsprechenden Komponenten habe und auch die Applikation nutze. Das geht aber auch mit allen anderen handelsüblichen Netzwerkspeichern, ob das jetzt Ugreen ist, ob das QNAP ist oder wer auch immer. Üblicherweise stellen die eigentlich alle die entsprechenden Funktionalitäten zur Verfügung, damit man ein solches Sicherungskonzept dann auch mit diesen Komponenten machen kann und jetzt nicht irgendwie auf Synology festgenagelt ist. Ne? Nur ich beziehe mich in vielen Sachen halt einfach wieder da drauf oder auch die Icons, die man da sieht, das sind die Applikationen von Synology, ist halt einfach dem geschuldet, wie ich das hier entsprechend umsetze. Aber grundsätzlich gilt also, dass wir hier eine eigene Cloud betreiben und dass wir alle Informationen, Daten, die zum Beispiel auf den Windows-PCs oder auf den Laptops entsprechend sein sollen, über den Cloud-Dienst entsprechend spiegeln. Das heißt, die Daten liegen zentral auf dem Netzwerkserver, auf dem NAS
und können von jedem beliebigen PC oder von jedem beliebigen Laptop unter dem Benutzernamen, und dazu gehören zum Beispiel auch die Windows Home Verzeichnisse, wo man Bilder, Dokumente und so weiter wiederfindet. Das heißt, die sind alle auch zentral bei uns auf dem NAS abgelegt, und wenn ich mich im Windows PC einlogge oder in dem Desktop einlogge, kann ich über meinen Benutzernamen genauso auf das Home Verzeichnis des Benutzers, meinem Namen, zugreifen, als wenn ich am Laptop sitze. Das heißt also, das ist alles synchronisiert, und ich habe natürlich alle Daten, alle relevanten Daten, die jetzt nicht in dem Home-Verzeichnis sind, sondern die auf sonst irgendwelchen Verzeichnissen sind, die sind alle in der Cloud gespiegelt, und ich kann die auf dem PC auch offline oder auf dem Laptop offline zugänglich machen. Das heißt also, sie werden dann auch lokal gespeichert. Aber das brauche ich ja eigentlich nur, wenn ich zum Beispiel das Laptop nehme und sage, ich möchte jetzt irgendwo anders hinfahren, irgendwo anders hingehen und möchte dann offline dort weiterarbeiten. Habe ich im privaten Umfeld eher weniger, im beruflichen vielleicht schon etwas mehr, aber wie gesagt, im privaten Umfeld habe ich das noch nicht. Von daher sind unsere Daten alle zentral auf dem NAS quasi verlinkt gespeichert. Ich kann von überall zugreifen, aber wie gesagt, die Synchronisierung und Sicherung liegt schon mal hier komplett auf dem Netzwerkspeicher. Ja, kommen wir zur Datensicherung von mobilen Endgeräten, wie hier zu sehen, Smartphone oder Tablets entsprechend. Und hier konzentrieren wir uns maßgeblich auf Bilder und Filme, weil wir keinerlei Dokumente, Daten oder sonstiges auf den mobilen Endgeräten verarbeiten. Von daher benötigen wir da nur die in Anführungszeichen eingeschränkte Sicherung. Das kann man hier nämlich dann zum Beispiel, gibt auch die Synology, hat eine entsprechende Foto-App, und da werden Bilder und Filme, sobald man im WLAN wieder ist oder in einem bekannten WLAN ist, werden dann automatisch auf den Netzwerkspeicher verschoben, werden dort in ein gemeinsames Verzeichnis gepackt. Das heißt, es gibt einfach nur ein Sicherungsverzeichnis, und von da kann man sich die dann hinterher nehmen und kann die taggen, verteilen oder was man auch immer damit machen möchte. Auf jeden Fall werden sie erstmal generell genommen und werden erstmal auf den entsprechenden Server, auf das NAS entsprechend automatisch gesichert. Kommen wir uns zu unserem Proxmox-Umfeld. Ja, auf unserem Proxmox-Umfeld, und da habe ich auch schon mal ein separates Video zugemacht, verlinke ich euch hier oben im Video selber oder auch unten in der Videobeschreibung, was ich da so tue. Also wir haben hier Applikationen, die wir selber hosten, Hausautomatisierung, AdGuard, also als Werbeblocker, ein Passworttresor und so weiter und so fort. Diese Sachen hosten wir alle auf dem Proxmox-Server. Die sind in Containern hinterlegt. Und diese Container sichern wir oder sichere ich entsprechend über die interne Proxmox Backup-Funktionalität. Ich nutze also jetzt nicht einen separaten Proxmox Backup-Server, sondern die integrierte Backup-Funktionalität der ganz normalen des Proxmox Environments. Und damit werden alle Container auf ein NFS-Share, das kann auch ein SMB-Share sein, ist völlig egal, aber wir nutzen jetzt hier ein NFS-Share, auf dem NAS entsprechend gesichert und können von dort aus quasi dann auch als Snapshot dann direkt wieder in die Proxmox-Umgebung zurückgespielt werden, und das Ganze funktioniert da auch relativ gut. Kommen wir zu dem Thema der virtuellen Server. Da hatte ich euch ja gesagt, ich gehe da noch mal drauf ein, was wir denn da haben. Also wir haben auf unserem Netzwerkspeicher, also auf unserem NAS-Server, haben wir virtuelle Server laufen. Das heißt also, ich habe hier virtuelle DSM-Server, virtuelle Synology-Server laufen. Zum Beispiel gibt es da einen File-Server. Das heißt also, wir haben bestimmte Dokumente, die für uns Relevanz haben, die haben wir nicht normal auf dem NAS auf irgendeinem Laufwerk liegen, sondern wir haben dafür einen separaten Server. Auf diesem File-Server läuft zum Beispiel auch Paperless NGX. Das ist da installiert. Das heißt also, wir machen da so Richtung papierloses Büro. Und dieser Server ist ein virtualisierter Server, und der muss natürlich auch entsprechend gesichert werden. Zusätzlich gibt es da noch einen Server, den wir nutzen für externe Applikationen, das heißt also, die aus dem Internet erreichbar sind. Der ist dann also auch als virtueller Server nochmal separat gekapselt. Und ich habe natürlich hier für den Kanal, den ich hier habe, einen Demo-Server. Der eine oder andere kennt das. Ich habe hier schon mal Videos gemacht zum Thema Mail und Kalender und Kontakte und so weiter und so fort. Und diese Demos, die ich da mache, dafür verwende ich auch einen virtualisierten Server, an dem ich das einfach machen kann. Den kann ich hinterher wieder löschen oder wie auch immer, und dann passt das soweit. Nur kurz zur Ausführung. Dafür sind die Dinger da, und diese Server muss ich natürlich auch sichern, und das mache ich zum Beispiel, indem ich regelmäßige Snapshots mache, und diese Snapshots werden dann auch
entsprechend auf dem NAS, hier auf dem Produktiv-NAS entsprechend abgelegt und können dann auch im Zweifelsfall direkt wieder zurückgespielt werden, damit ich die Gerätschaften weiter nutzen kann. Ja, kommen wir zur Systemsicherung von Windows-PCs oder Laptops. Hier, wie gesagt, nochmal der Hinweis, da steht jetzt Windows, das funktioniert natürlich auch mit Apple-Geräten oder mit iOS-Systemen. Das heißt also, das, was hier passiert ist, dass in dem Moment Synology einen Dienst zur Verfügung stellt, der dafür Sorge trägt, dass ein PC oder auch ein Laptop, sofern er im Netz ist, entsprechend komplett eine Systemsicherung erfährt. Da ist das Betriebssystem dabei, da sind alle Applikationen, die installiert sind, dabei, da sind sämtliche Updates dabei, da ist also eine komplette Sicherung des Betriebssystems inklusive aller Softwarepakete und die können dann auch entsprechend zurückgespielt werden. Das heißt, dafür gibt's dann ein USB-Stick, das heißt also, ich sage jetzt mal im Fall eines Totalverlustes eines solchen Gerätes, gibt es dann einen USB-Stick, den packe ich dann in das neue Gerät rein und dann läuft da eine Software drauf und die verbindet mich mit dem NAS und sorgt dafür, dass ich quasi dieses Betriebssystem mit allem, was dazugehört, wieder auf das neue Device oder auf das reparierte Device zurückspielen kann und stelle damit quasi den Zustand her, den ich vorher hatte und versetze mich natürlich dann damit in die Lage, dass ich erstmal wieder ein lauffähiges System habe und kann mich dann im zweiten Schritt entsprechend um ein Backup meiner Daten kümmern. Ja, und wenn ich das alles natürlich jetzt auf dem produktiven NAS alles schön gesichert habe, muss ich mir natürlich auch überlegen bei der 3-2-1-Regel. Ja, jetzt habe ich die zweite Kopie habe ich jetzt hier überall liegen, aber ich muss natürlich auch das NAS an sich ja auch sichern. Und da kommt jetzt noch hinzu, dass auf dem NAS auch noch Applikationen laufen. Und auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, welche Applikationen ich hier auf meinem Netzwerkserver eigentlich alles noch so laufen habe. Verlinke ich euch gerne hier oben oder auch unten im Video selber. Könnt ihr euch anschauen, wenn ihr das mögt. Das heißt also, auch die Applikationen, die ich auf dem NAS selber zur Verfügung stelle, möchte ich natürlich mit den erzeugten Daten speichern oder beziehungsweise ein Backup von machen. Und dieses Backup wird dann auf den entsprechenden Backup-Server auch überspielt. So, hinzu kommen natürlich die Backups, die ich euch gerade alle gezeigt habe, von den Endgeräten und so weiter und so fort, die ich ja jetzt auf meinem NAS liegen habe, die sichere ich dann jetzt auch auf meinen Backup-Server. Das heißt, da habe ich dann für die Endgeräte schon meine dritte Kopie liegen. Und für die Daten, die ich hier vom NAS bekomme, heißt, das sind so Kalenderdaten, Kontakte und so weiter, die speichere ich auch in das Backup-System. Das heißt, dann habe ich dort meine zweite Kopie liegen und die speichere ich im Zweifelsfall dann auch noch in die Cloud und habe dann da meine dritte Kopie und habe dann dort auch die 1-Regel natürlich drin, dass diese Sachen entsprechend extern gelagert sind. Zusätzlich packe ich natürlich alles das in die Cloud und steht hier auch auf dem, was hinter mir eingeblendet ist, dass ich persönliche und unwiederbringliche Daten natürlich dort speichere. Verschlüsselt, versteht sich. Ja, in unserem Fall ist das jetzt hier die Synology C2 Cloud. Da haben wir auch Wert drauf gelegt, dass das etwas ist, was hier in Europa bzw. in Deutschland angeordnet ist. Ich glaube, die sind in Frankfurt. Heißt, hier gilt auch die Datenschutzgrundverordnung. Somit kann ich mir relativ sicher sein, dass das vernünftig gehandhabt wird. Wie gesagt, die Daten sind verschlüsselt und sollten dementsprechend da auch, selbst wenn das mal geknackt werden sollte, liegen die nicht als Klartext oder als klar eindeutige Bildinformation liegen die davor, sondern sind entsprechend nochmal gesichert bzw. verschlüsselt. Das heißt also, da komme ich jetzt quasi dann in mein 3-2-1-Konzept und habe dann damit erstmal alles natürlich so, wie es sein soll, entsprechend nochmal zusätzlich gesichert und kann es von da aus dem Backup oder aber auch aus der Cloud zurückfahren aufs NAS und vom NAS unter Umständen dann auf die einzelnen Endgeräte. Ja, jetzt kommt noch ein relativ wichtiger Aspekt und das ist nämlich das Thema Aufbewahrungsrichtlinie. Man kann natürlich Backups machen. Klar, ich kann ein Backup machen und sage, dann bin ich ein Jahr für gut. Das hat natürlich jetzt ein bisschen damit zu tun, wie viel Daten habe ich, wie wichtig sind diese Daten, was will ich damit machen und was ist es mir auch wert, wenn ich mehrere Kopien unter Umständen von diesen Daten habe. Ne? So, und das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel in Richtung der Aufbewahrungsrichtlinie schaue und die Aufbewahrungsrichtlinie beschreibt, wie viele und welche Backups aufbewahrt werden. Ne? Daraus ergibt sich dann nämlich, wann ein Backup zum Beispiel über ein Rotationsprinzip wieder überschrieben wird.
Ne? Und der Punkt ist einfach, je mehr Kopien ich vorhalte, desto weiter reichen diese natürlich auch zeitlich zurück. Aber damit steigt natürlich auch mein Speicherbedarf in den Backup-System. Ja, und man sieht das hier an der Grafik. Ich kann sagen, ich möchte zum Beispiel die 10 letzten Backup-Versionen möchte ich speichern. Dazu möchte ich die letzten 90 Tagesversionen haben, dann 24 wöchentliche Versionen und 9 monatliche Versionen, die ich da haben möchte. Und dann komme ich auf eine Anzahl, da kann man sich da durchzählen und dann weiß ich, wenn ich heute im Oktober bin, dann reicht das zurück bis Januar. Das heißt also, damit kann ich natürlich relativ weit in der Zeit zurückgehen. Das hat aber, wie gesagt, ein bisschen damit zu tun, wie viel Kopien will ich speichern oder wie viel Versionen will ich vorhalten und wie viel Speicherplatz ist mir das wert. Hängt von der Wichtigkeit der Daten ab. So, also ich habe mir da einen Mittelweg genommen. Ich habe nicht die große Anzahl der Kopien. Ich habe, glaube ich, gesagt, ich möchte gerne die 7 Tage möchte ich gerne haben. Also ich möchte die 7 letzten der letzten 7 Tage haben. Ich möchte 1 wöchentlich haben und ich möchte 1 monatlich haben. Jährlich habe ich gesagt, brauche ich eigentlich nicht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Aber bei mir habe ich gesagt, das reicht am Ende des Tages aus. Weiter zurück muss ich nicht gehen. Es hilft mir mal bei meinen persönlichen Daten nicht, wenn ich eine Kopie von vorletztem Jahr habe. Da ist, glaube ich, nichts Aktuelles mehr dabei. Das mag in einem betrieblichen Umfeld ganz anders aussehen, aber wie gesagt, bei mir hier privat haben wir gesagt, brauche ich das eigentlich nicht. Ja, kommen wir vielleicht zu einem letzten, auch relativ wichtigen Punkt, der jetzt nicht unbedingt zum Thema Datensicherung zu tun hat, aber da geht es um Datensicherheit beziehungsweise um Systemsicherheit. Das ist nämlich das Prinzip, dass man zum Beispiel einen solchen Netzwerkserver mit einer unterbrechungsfreien Spannungsversorgung, also einer USV, im Englischen heißt das UPS, Uninterrupted Power Supply, entsprechend versorgt, damit man sicherstellt, dass im Falle eines Stromausfalles das System gesichert heruntergefahren werden kann. Weil es gibt nichts Ärgerlicheres, als dass der Strom ausfällt und ich sag mal, die Schreibleseköpfe einmal quer über alle vorhandenen Festplatten fahren und damit einen Komplettverlust aller Daten verursachen. Das ist einmal datentechnisch natürlich eine Riesenkatastrophe und dann ist auch finanziell eine Riesenkatastrophe. Also von daher haben wir oder ich den Weg gewählt, dass wir hier das NAS, also den Server, den Produktivserver mit einer entsprechenden USV versehen haben, die in der Lage ist, im Falle eines Stromausfalls den Server so lange zu versorgen, bis alle Systeme so weit runtergefahren sind, dass es zu keinem Datenverlust mehr kommen kann. Ist definitiv eine Empfehlung, über so etwas nachzudenken, kostet nicht die Welt, hilft aber hinterher einen doch relativ großen Schaden im Zweifelsfall zu verhindern. Ja, und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende meines Homelab Backup Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch das ganze Thema Backup und wie wir das bei uns im Homelab umgesetzt haben, etwas näher bringen. Es hilft euch vielleicht ein klein wenig bei der Entscheidung, wie ihr das selber aufsetzt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Der Daumen rauf hilft mir, hilft dem Kanal. Wäre super toll von euch. Gerne dürft ihr natürlich auch den Kanal abonnieren. Ist kostenlos sowieso. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich hier etwas Neues mache. Für Kommentare, Anregungen oder Fragen, bitte nutzt unten die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles zeitnah zu beantworten und von daher schreibt's einfach da rein und dann bleiben wir in Kontakt. Ansonsten bleibt mir nur noch über euch zu danken fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und gerne wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.